So, und weiter geht's mit Teil 2. Für alle, die jetzt erst einschalten, wir machen heute so eine belgische Bindung, Secret Belgian Binding oder Criss-Cross-Bindung nach Anne Goy. Der erste Teil ist in dem Video davor zu finden und jetzt machen wir uns ans Einbinden. Ich habe mir hier Signaturen vorbereitet, jeweils drei Blätter. Die haben eine Grammatur von 100, also das ist jetzt nicht das übliche Kopierpapier. Die haben ein Maß von 14,5 auf 21 und werden jetzt in der Mitte gefaltet. Ich mache das so, dass ich mir das hinlege und gucke, dass ich das ziemlich genau übereinander lege und dann die Falz mache. Das hat den Vorteil, dass man das Buch hinterher nicht beschneiden muss, weil das hier nur ein kleiner Überstand ist und ich finde, den kann man hinnehmen. Davon habe ich mir jetzt 6 Signaturen gemacht, die wir jetzt einbinden werden. Jetzt müssen wir uns aber noch die Lochung machen. Dazu nehme ich mir ein weiteres Blatt, das wird dann sozusagen die Schablone. Knicke das. Und lege mir das jetzt so auf die Bindung. Gucke, dass der Abstand auf beiden Seiten gleich ist. Mir das so hin. Nehme mir einen Bleistift und markiere mir die Mitte der beiden Fäden. Die Mitte lasse ich aus. Die kann man auch mitmachen, aber ich mache das jetzt mal ein bisschen kurz und schmerzlos sozusagen. Das drehe ich mir dann um und lege mir das in die Signaturen ein und nehme mir wieder meine Aale zur Hand. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich die hingepackt habe. Hier habe ich ja weit weggepackt. Da ist sie. Nehme mir meine Aale zur Hand und halte das Papier in einem 45 Grad Winkel und steche dann, so dass ich gerade noch reingucken kann, steche ich dann hier an den Markierungen rein. 45 Grad Winkel deshalb, damit dann die Stiche auf der Falz auskommen. Deshalb kann ich euch das jetzt auch nicht so gut zeigen. Dann nehme ich die Schablone raus und lege mir die Signatur hier hin und mache das jetzt mit allen übrigen. Wenn euch das jetzt zu lange dauert, spult ruhig vor, bis dahin, wo wir mit dem Nähen anfangen. Ich habe das noch nicht so umlauert, wie man das jetzt im Schnelldurchlauf machen kann, weil ich filme ja mit dem Handy. Und das ist auch so ein Vorsatz für dieses Jahr, dass ich mir vielleicht mal eine richtige Kamera zulege, damit man sowas auch mal ein bisschen vorspulen kann, damit ihr jetzt hier nicht stundenlang warten müsst. Sonst müsst ihr einfach jetzt schon mal selber Initiative ergreifen und vorspulen. Oder ihr müsst euch jetzt hier angucken, wie ich hier die Löcher piekse. Ich finde es aber auch immer ganz gut, wenn man mal in Echtzeit dann sieht, wie lange sowas dauert. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Das ist zwar schnell gebunden, aber es dauert halt doch eine Weile. Also das erste Video, das waren jetzt auch schon 30 Minuten oder noch sogar ein bisschen länger, obwohl ich ja schon die Pappen bezogen habe. Das müsst ihr natürlich dann noch on top rechnen.
Na, immer schön 45 Grad, damit das dann auch auf der Wulst gestochen wird und nicht daneben. Aber das geht eigentlich ganz gut. So, dann haben wir das. Dann legt ihr euch die hin, die Aale wieder weg und nehmt euch jetzt die Polsternadel zur Hand. Man könnte das rein theoretisch auch mit einer geraden Nadel nähen. Es ist aber sehr viel schwieriger. Dafür ist die Handhabung, wenn man das noch nie gemacht hat, mit so einer gebogenen Nadel etwas ja, gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt mal. Also zumindest für mich. So, ihr zieht euch wieder einen Faden auf. Ich nehme jetzt hier dieselbe Farbe und jetzt fangen wir an, die Signaturen einzunähen. Die Signaturen werden übereinander genäht. Das heißt, eine über der anderen. So, wir legen uns das jetzt hier hin. Ihr könntet das rein theoretisch, könntet ihr jetzt hier die Signatur, damit euch die nicht flöten geht, könntet ihr euch die hier festmachen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr da ein bisschen geübt seid, muss das nicht sein. Also, wir fangen an und stechen von innen nach außen durch die Signatur durch. Lassen auch da wieder ein kurzes Ende stehen. Da wird es verknotet. Fahren mit der Nadel unter beiden Fäden, die hier auf dem Buchrücken liegen, fahren darunter her und gehen wieder durch dasselbe Loch in die Signatur rein. So. Dann kann man das hier verknoten, damit das schon mal ein bisschen sicher ist. Vielleicht ein bisschen lang, kann man noch mal nachziehen. Ich mache da immer einen Doppelknoten. Das hier der Faden, mit dem ich nähe, dieses Itogarn hier, dieses hier, das ist schön dünn und dann trägt das nicht so auf. Dann gehen wir wieder von innen durch das nächste Loch. Und auch hier wieder unter den beiden Fäden auf dem Rücken drunter her und wieder in die Signatur. Na, was habe ich denn hier gemacht? Was ist das denn? Bin ich da jetzt durch den Faden gekommen? Ich nehme den hier mal weg und ziehe das jetzt hier mal fest. So. Und jetzt wieder von innen nach außen. Wenn das dann so ein bisschen hackt, muss man das ein bisschen hochnehmen, das ganze Gebilde. Alles Unnötige wegräumen, damit es nicht verklemmt und dann hier wieder unter den beiden durch. Und wieder durch dasselbe Loch
in die Signatur rein. Entschuldigung. Und so werden nach und nach alle eingenäht. Und wie gesagt, das geht natürlich bei den ersten, geht das auch mit einer geraden Nadel. Wenn man sich das so ein bisschen in die Hand nimmt, geht das sicher auch mit einer geraden Nadel. Aber je voller das Buch wird, sozusagen, desto schwieriger wird das. Und deshalb versucht es ruhig mal mit der gebogenen Nadel. So. Auch wieder. Also im Prinzip ist der Stich immer der gleiche. Nur an den Enden ist es etwas anders. Aber das zeige ich euch gleich. Aber ansonsten immer das Gleiche. Hier kommen wir jetzt am letzten Stich wieder von innen nach außen, fahren hier wieder drumherum, gehen jetzt aber nicht wieder in die vorherige Signatur rein, sondern wir nehmen uns jetzt die nächste Signatur zur Hand. Und stechen jetzt von außen nach innen. Und setzen so die nächste Signatur ein. Auch hier kann man wieder mit den Klemmen arbeiten. Gucken, dass es einigermaßen gerade ist. Und dann, wie gehabt, wieder reinstechen, von innen nach außen. Hier drunter herfahren. Und wieder in dasselbe Loch zurück in die Signatur. Ich wünschte, ich könnte jetzt ein bisschen Musik einspielen. So meine ich müsste euch jetzt die ganze Zeit unterhalten. Ja, aber wie das jetzt geht, das weiß ich nicht. Vielleicht finde ich das ja noch raus. Also wenn ihr jetzt mich hört, dann hat es nicht geklappt. Wenn ihr Musik hört, dann hat es geklappt, logischerweise. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch mal sehen möchtet, was ich mal zeigen soll, was ihr euch wünscht. Das wäre sehr hilfreich. Man hat ja auch nicht immer irgendwelche guten Ideen. Von daher wäre das ganz gut, wenn ihr mal schreiben könntet, was euch interessiert, was ihr immer schon mal sehen wolltet. Vielleicht kriege ich das ja irgendwie hin und kann euch das zeigen. Und natürlich obligatorisch, das muss man ja machen. Es wäre sehr nett, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar schreibt, ja, ein Abo schenkt. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr kommentieren sollt,
könnt ihr ja einfach belgische Bindung schreiben. Das hilft dem Algorithmus und mir. So, hier am Ende wieder wie auf der anderen Seite unten durchfahren, aber nicht wieder in das Loch rein, sondern jetzt die nächste Signatur hernehmen und von außen nach innen gehen. Auch die wieder ein bisschen ausrichten. Und dann kann man auch wieder mit der Klemme arbeiten. Und jetzt wieder vom nächsten nach außen. Wieder unten drunter her. Und durch dasselbe Loch zurück. Wie gesagt, wenn das Buch voller wird, dann kann das immer etwas schwieriger werden mit einer geraden Nadel. Deshalb eine gebogene Nadel nehmen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Aber ich finde, die Mühe lohnt sich. Es ist eine schöne Bindung. Ist schnell gemacht, wenn man es einmal raus hat. Und ich finde, die macht was her. Man kann da auch ein bisschen mit den Materialien spielen. Man kann natürlich auch die Cover und den Rücken mit Designpapier umkleiden, mit Buchlein, mit ja, allem Möglichen. Also das ist schon eine schöne Sache. Und wie gesagt, es ist halt echt angenehm, dass das Buch glatt zu öffnen ist. Wenn man jetzt nicht so ein schweres Papier nimmt, könnte man auch alle zwei immer einen überspringen, so wie wir das in der Mitte gemacht haben. Aber hier möchte ich lieber auf Nummer sicher gehen. Und lasse daher nur eins aus. Bei diesem etwas schwereren Papier. Jetzt kommen wir wieder zum letzten. Hier fahren wir wieder nur von außen rum. Und nehmen
uns die nächste Signatur, von der wir von außen nach innen einstechen. Auch die kann man sich dann hier wieder ein bisschen festklemmen. Das macht es dann etwas einfacher. Und weiter geht's. Also es ist im Prinzip nicht viel dabei. Aber ihr seht, es wird ja jetzt immer voller. Und wir haben es jetzt auch demnächst geschafft. Jetzt schon mehr als die Hälfte. Und auch hier ist es wieder kein Problem, wenn mal der Faden zu kurz ist. Dann wird er jetzt hier an der Stelle einfach verknotet und ihr fangt am nächsten Loch wieder an, als würdet ihr ganz am Anfang anfangen. Also das ist auch noch ein Vorteil. Für manche Nähte bei Büchern ist es ja nicht so wünschenswert, wenn man den Faden neu anknoten muss. Aber hier ist es kein Problem. Ich hoffe, mein Kopf ist nicht im Wege. Ich habe nämlich jetzt eine neue Kameraposition mal ausprobiert. Die ist etwas näher jetzt an dem Geschehen dran. Deshalb bin ich eben auch dran gestoßen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die, ja, sonst hingen sie immer höher. Jetzt hängt sie etwas niedriger. Ist euch das angenehmer? Könnt ihr dann besser sehen? Könnt ihr mich besser hören? Könnt ihr ja auch mal kommentieren, ob euch das angenehm ist. So, jetzt sind wir wieder am letzten. Jetzt gehen wir wieder nicht nach innen, sondern nehmen uns jetzt die nächste Signatur zur Hand. Und stechen wieder von außen nach innen. Auch wieder hier rum. Also wie gehabt. Der Stich ist immer der gleiche. Es dauert halt nur ein Weilchen. Aber dafür ist das Ergebnis sehr schön, wie ich finde. Macht was her, man kann es gut verschenken. So Notizbücher und sowas, das können die Leute ja eigentlich immer gebrauchen. Also ich kenne jedenfalls genügend, bei denen das so ist. Und jetzt wird es halt ein bisschen schwieriger. Aber das macht nichts. Das kriegen wir alles hin.
weil wie gesagt, je voller, desto schwieriger wird's. Aber wir haben es ja auch gleich geschafft. Deshalb ist es halt, wie schon gesagt, nehmt nicht zu viele Signaturen, zwischen 6 und 8, je nachdem welches Papier oder wie viele Blätter ihr in der Signatur habt. Und es ist halt immer so ein bisschen ein Struggle mit dieser Nadel. Also wenn sich das hier so ein bisschen verschiebt, das macht nichts. Das kann man hinterher noch ein bisschen hinrichten. Jedenfalls für mich. Vielleicht sind einige von euch da ein bisschen geübter, aber ich finde das so ein bisschen schwierig mit dieser runden Nadel oder halbrunden Nadel. Weil ich die nicht so richtig zu fassen kriege irgendwie. So, gleich noch eine, dann haben wir es geschafft. Ich hoffe, ihr haltet durch. Es ist ja immer schwierig, so lange Videos zu machen. Aber ja, sowas kann man jetzt halt, vor allem wenn man nicht mit dem YouTube umgehen kann, dann ist es immer ein bisschen schwierig, weil man dann halt nicht vorspulen kann oder einen Schnelldurchlauf vielmehr. Ja, naja. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr durchhaltet, das nachmacht, das nachbastelt. Jetzt das letzte und wir stechen wieder von außen nach innen in die Signatur ein. Auch hier wieder die Klammer. Das macht es dann doch ein bisschen einfacher, das Geschehen zusammenzuhalten. Oder auch nicht. Versuchen wir es nochmal. So. Das Einzige, was bei diesen dunklen Ito-Bändern ist, die sind anscheinend mit einer dunklen Farbe belegt. Seht ihr das? Das blättert so ein bisschen ab. Müsst ihr mal gucken. Das machen die hellen, machen das nicht. Je nachdem, was ihr für ein Garn nehmt zum Nähen. Ich habe auch schon mal mit Wolle genäht, aber ja, das ist ein bisschen schwierig, wenn das jetzt irgendwie so eine Sockenwolle ist oder so, weil die so eine schöne Farbe hat, habe ich die genommen. Die sind aber ja so ein bisschen elastisch, die Wolle. Und das ist dann natürlich nicht so gut. Das war also ein Fehlversuch. So, jetzt gleich haben wir es geschafft.
So, und jetzt mit dem allerletzten Stich müssen wir jetzt keine Signatur mehr hinzufügen. Aber wir wollen natürlich auch nicht, dass der Faden da außen rum bammelt. Also stechen wir auch hier bei dem allerletzten Nähstich, stechen wir wieder in die Signatur und vernähen das Ganze mit einem Doppelknoten. Dann kann man das abschneiden, dann kann man das hier noch so ein bisschen drunter fummeln. So, und das Ganze dann auch wieder abschneiden. Und damit ist das Buch fertig genäht. Jetzt überdecke ich hier noch meine Blutspuren. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr euch wünscht, was ihr gerne sehen möchtet. Das kann man jetzt noch ein bisschen verzieren. Ich habe hier solche Rub-Ons benutzt, die finde ich eigentlich ganz gut. Vor allem, wenn das so kräftige Farben sind wie hier, machen die was her. Und hübschen das Ganze schon echt auf, ohne dass man großen Aufwand betreiben muss. Ja, ich hoffe, es gefällt euch und ich würde sagen, genießt noch die freie Zeit, wenn ihr noch Urlaub habt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao!